Hey, ich habe mit Freeletics angefangen. Kennst du das vielleicht? Das ist ein Fitnesscoach, der online funktioniert oder auch mit der App oder beides halt. Das ist so gekoppelt. Und der Coach gibt dir zuerst so einen Einstellungstest und er rechnet dann persönliche Workouts für dich oder persönliche Trainings, die genau auf dein Fitnesslevel angepasst sind. Und jede Woche kriegst du dann neue Workouts dazu und kannst dich halt dann dementsprechend dann steigern, aber auf deinem Niveau, wo du halt angefangen hast. Und ich habe vor 1,5 Monaten damit angefangen und einfach nur aus dem Grund eigentlich, ich kannte das vorher gar nicht, aber dann hat mir meine Schwester davon erzählt, äh, also ich habe mehrere Schwestern und eine von denen, die sehe ich eben nicht ganz so oft. Und die hat mir dann davon erzählt, dass sie das jetzt macht, schon seit 2 Monaten und dass es so cool ist und sie so erfolgreich damit schon geworden ist und hat mir das halt so ein bisschen schmackhaft gemacht. Man kann Punkte sammeln und Level aufsteigen und so, und das ist total cool. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe mich einfach dazu entschlossen, dass wenn sie so erfolgreich ist oder wenn es ihr auch so Spaß macht, dass ich das auch ausprobieren möchte. Und dann habe ich eben vor 1,5 Monaten habe ich mich dann da angemeldet und habe so den Coach für 3 Monate gekauft. Also weil man muss den auch bezahlen, den Coach. Kostet für 3 Monate 35 Euro. Die haben aber öfters so Aktionen, dass man sich da eben einiges auch sparen kann, wenn man für 6 Monate abschließt oder für 12, dann ist es eh schon mal billiger. Aber ich dachte mir halt am Anfang, ja, ich weiß jetzt nicht, ob mir das überhaupt gefällt, ob das was für mich ist oder so, weil es ist ja eher so, es sind Kraftübungen und ob mir das dann taugt. Ja, probierst du es erstmal für 3 Monate, dann ist nicht so viel verloren, wenn es mir dann echt nicht gefällt. Und bisher, vielleicht sage ich das auch kurz, habe ich halt sportmäßig, ja, also ich weiß nicht, sportmäßig war bei mir immer schon äh, ein Auf und ein Ab. Also es gab Zeiten, wo ich total sportlich war, da habe ich auf den Stadtlauf trainiert, bin ganz viel laufen gegangen, 3-mal die Woche, immer 10 Kilometer oder 11 und war da mega fit. Dann habe ich wieder ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Dann habe ich aus der Shape. Shape hat öfters mal so Trainingsprogramme, dann habe ich mal ein halbes Jahr wieder da. Also eigentlich habe ich dann immer im Frühjahr erst angefangen, im Winter dann wieder gar nichts gemacht. Dann habe ich ein halbes Jahr lang Zumba gemacht, war in einem Zumba-Kurs, wobei ich das dann wieder aufgehört habe. Nicht, weil es mir keinen Spaß macht, weil Zumba ist super genial, ich liebe das, sich so zu bewegen und sexy zu fühlen, das ist schon geil. Aber das war halt immer an einen festen Trainingstag gebunden und mein Alltag ist einfach nicht so, dass ich mich immer an einen Tag halten kann. Also bei mir kommen spontan Dinge dazwischen, äh, Arbeit oder auch andere Aktivitäten. Auf jeden Fall war es mir nicht möglich, mich immer an diesen Dienstag zu halten. Und dann ist es natürlich schade, wenn du dann 2-mal im Monat wieder mal gar nicht hingehst. Ja, und dann deswegen habe ich dann aufgehört. Aber ich habe immer Haare jetzt im Mund irgendwie. Komische Frisur. Äh, Ich habe aber Zumba auch noch für die Wii. Ich habe nämlich dieses Wii-Paket vom Zumba gekauft. Das erste und das zweite habe ich auch. Und das ist einfach auch ganz cool für zwischendrin, wenn man da ein bisschen Bock hat abzushaken. Dann hat man ja diesen Hüftgürtel und kann dann da auch abshaken für sich. Ja, stellt ihr euch jetzt bestimmt ziemlich witzig vor, wie ich das in meinem Wohnzimmer mache. Aber das werdet ihr nicht sehen. Äh, ja, und schließlich vor 1,5 Monaten kam wieder so eine Phase. So, jetzt musst du was machen. Und laufen gegangen bin ich aber regelmäßig. Das habe ich jetzt schon seit einem halben Jahr gemacht, dass ich 1- bis 3-mal die Woche laufen war mit meinem Freund. Also der hat auch richtig Gas gegeben. Und jetzt haben wir gesagt, oder habe ich erstmal gesagt, jetzt mache ich Freeletics. Angefangen, ich zeige dir mal die App. Warte, ich muss es mal kurz öffnen. Angefangen hat das ganze Workout oder mein Coach dann eben mit diesem Einstellungstest. Da musst du dann so Fragen beantworten erstmal. Warte. Ja, okay. App habe ich jetzt geöffnet. Hat ein bisschen gedauert. Ich zeige dir das dann gleich. Also
Angefangen hat es eben mit diesem Einstellungstest. Da hat man dann Fragen beantwortet, so wie, Fragen wie lange machst du schon regelmäßig Sport? Was ist deine Sportart, die du momentan wo du am besten bist? Und solche Dinge, wie fit bist du so, damit der Coach schon mal weiß, okay, was für Übungen kann ich demjenigen denn geben. Ich habe halt eben gesagt, dass ich seit 6 Monaten regelmäßig laufen gehe und ich habe dann als Einstellungstest bekommen 5 Minuten Squats, so viele wie ich schaffen kann. Also Squats sind Kniebeugen. Dann habe ich bekommen 1,5 Minuten Push-Ups, also 1,5 Minuten Liegestütz und wie viel ich dann eben maximal schaffen kann. Und dann muss man eben seine Maximalanzahl da eintragen. Ich habe bei diesem Einstellungstest habe ich in 1,5 Minuten 26 Liegestützen geschafft, wo ich schon total stolz war, aber wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass eigentlich nur 12 oder 13 von denen wirklich schöne Liegestütze waren. Die anderen waren mehr so, "Ah, ich kann nicht mehr, scheiße, irgendwie hoch." Weil meine Arme, ich habe noch nie Arme trainiert und das ist, oh Gott, total hart. Und Kniebeugen war ich recht stark. Also dadurch, dass ich auch getanzt habe, laufen gehe und so, habe ich in 5 Minuten 165 oder so geschafft. Da war ich schon stolz. Ja. Momentan, also mittlerweile nach 1,5 Monaten, kann ich dir sagen, ich würde bestimmt schon mehr schaffen. Äh, Dann ging es halt los. Dann hat er mir mein erstes Workout gegeben und das war Aphrodite. Alle, die Freeletics schon mal gemacht haben von euch, kennen Aphrodite und haben Aphrodite schon mal bekommen und das ist einfach krass. Und dann auch gleich fürs erste Workout, ich zeige dir mal, wie Aphrodite aussieht. Das ist so heftig. Also das ist jetzt die App und da kann man dann hier eben auswählen, Workouts, einzelne Übungen oder auch Laufen. Und bei den Workouts kann man die eben auch einzeln auswählen. Wobei du das nur machen musst, wenn du den Coach nicht hast oder wenn du zusätzlich noch trainieren möchtest. Ansonsten gibt der Coach dir ja deine Übungen. Da kann man das aber nochmal einzeln anschauen. So, und Aphrodite hat hier eben 50 Burpees, 50 Squats, 50 Sit-Ups. Und das Ganze hat 5 Runden, dann geht es weiter mit jeweils 40, jeweils 30, 20, 10. Und das ist so heftig. Kennt ihr Burpees? Also Burpees müsst ihr euch mal anschauen auf Freeletics oder irgendwo im Internet. Das ist die heftigste Übung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Und bei diesen 50 Burpees beim allerersten Mal, da habe ich, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht oder so. Das war so anstrengend, weil ich immer noch zuerst noch 5 Pause machen musste. Mein Puls war auf 200 und dann habe ich wieder 3 geschafft, musste ich wieder erstmal Pause machen. Also das ist so ein richtiger Drill. Aber ich habe es dann letztendlich beim allerersten Mal nach 46 Minuten absolviert und ja, ich habe mich danach echt gut gefühlt. Wo ich mir in der ersten Runde bei diesen Burpees schon dachte, das schaffst du nie. Keine Chance. Der spinnt doch, dieser Coach. Dann habe ich es geschafft und ich habe Aphrodite danach noch einmal, also in der nächsten Trainingswoche noch einmal bekommen und habe meine Zeit sogar verbessert. Dann habe ich Aphrodite wieder bekommen. Man bekommt die nämlich irgendwie ziemlich oft und ich hasse sie immer noch. Aber beim dritten Mal habe ich die Aphrodite schon in 30 Minuten geschafft, was für mich so ein krasser Erfolg ist, so ein persönlicher, ist schon heftig. Also dass man merkt, wozu man selber einfach fähig ist, so Armmuskulatur und so, die ich ja einfach und Rücken vorher gar nicht hatte, weil Laufen trainiert, Arme nicht und Rücken auch, vielleicht ein bisschen, aber okay. Ja, und mittlerweile bin ich in Woche 7. Also Coach Woche 7. Man kann dann immer die Woche beenden. Das kann man schon nach 5 Wochen. Frühestens kann man die Woche wechseln. Und Woche 7 ist halt nochmal anders krass, weil das ist die Woche, wo du Hell Days bekommst. Und Hell Days sind dann, da bekommst du dann auch 3 Workouts die Woche, obwohl ich eingestellt habe, ich möchte nur 2 haben. Ich mache immer nur 2 die Woche. Und das sieht dann so aus, das ist sogar rot markiert. Und dann bekommt man gleich mal 2 Workouts an einem Tag. Da hatte ich Apollon und Iris am ersten Tag. Das habe ich jetzt schon gemacht, das habe ich gestern gemacht. Und da habe ich mir auch zuerst gedacht,
schaffst du nie. Da waren 300, insgesamt 400 Froggers und dann noch was weiß ich, wie viele Burpees und 5 Kilometer laufen insgesamt und so. Total krass. Hier siehst du auch meine Zeiten. Hier hatte ich 30 Minuten, hier 50 gebraucht. Auf jeden Fall, ich bin stolz auf mich. Morgen mache ich dann wieder, ich mache heute Pause und morgen kommt dann Atlas und Gaia, 8 Zehntel. Und dann am dritten Tag kommt Atlas und Hera, 4 Fünftel Hera. Das ist schon heftig. Und nach 15 Wochen, ich habe da jetzt nochmal nachgelesen, nach diesen Hell Days, Hell Weeks und was weiß ich, nach 15 Wochen kommt dann eine Hell Week. Das heißt, er gibt dir 7 Tage die Woche Trainings durchgehend und du musst richtig an deine Grenzen gehen. Also Freeletics, mein Fazit, momentan nach 1,5 Monaten. Ich fühle mich gut, ich fühle mich stark, meine Arme sind wahnsinnig stark geworden. Ich habe mich so verbessert in den Übungen, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und wenn du fit werden willst, wenn du einen starken, straffen Körper haben willst, dann mach es. Es gibt nichts Besseres. Du kannst es überall machen, du bist frei. Du musst nicht in ein Fitnessstudio gehen. Du kannst daheim dein Training machen, schwitzen und danach direkt duschen gehen. Und das Schöne dabei ist, es ist halt eine Community. Mittlerweile haben sich meine beiden Schwestern angemeldet, meine anderen Schwestern, meine dritte ist auch schon dabei. Dann mein Freund, 2 Freunde von mir. Wir sind jetzt mittlerweile eine Gruppe von 5 bis 6 Leuten. Und das ist geil einfach, weil wir treffen uns dann zum Training zusammen, wir pushen uns gegenseitig und sehen im Feed, wer wann trainiert hat, wer welche Zeit hatte. Und das gibt einem einfach so einen richtigen Ansporn. Das ist toll. Genau, und mein Ziel ist es jetzt einfach, ich möchte Freeletics weiterhin durchziehen bis zum Sommer und ich möchte im Sommer ein Sixpack haben. Hatte ich noch nie. Also so einen richtigen, so einen schönen, ich will nicht so einen hardcore-muskulösen Bodybuilder-Bauch, das möchte ich nicht, aber ich möchte einfach, dass das schön flach ist und akzentuiert, dass man die Muskeln sieht und ich möchte auch, dass meine Arme noch ein bisschen straffer werden. Gut, die sind jetzt schon gar nicht so schlecht, aber hier noch ein bisschen definierter. Also meine Arme waren noch nie so schlecht, aber ich finde halt einfach, sie könnten trotzdem noch muskulöser werden, hier alles. Und das ist mein Ziel und mein Wunsch für dieses Jahr. Also ich lasse euch mal wissen, wie es geklappt hat. Hier unten kannst du mich jetzt abonnieren. Klicke hier einfach auf den Abo-Button. Klicke jetzt und du verpasst kein Video mehr von mir. Und hat dir das Video gefallen, dann lass mir einen Daumen nach oben da, damit du mehr solche Videos von mir bekommen kannst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.